Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Wenn man sich einen neuen externen Monitor kaufen will, gibt es mittlerweile so viele verschiedene Modelle, dass eine Entscheidung da schon ziemlich schwer werden kann. Sobald man aber wie ich zum Beispiel Anforderungen wie 5K und tolle Farben mit einbezieht, schrumpft die Auswahl enorm. Mein Wunsch war es für mein 2017er 5K iMac einen Zweitmonitor mit eben derselben Auflösung und Farbvielfalt zu bekommen. Diese Anforderung bietet im Moment nur ein Hersteller und zwar LG mit ihrem Ultrafine 5K Monitor an. Den könnte man sich jetzt natürlich einfach kaufen, aber der Preis von 1399 € und der Fakt, dass dieser vom Design auch nicht so schön zum iMac passt, schreckt dann doch ein wenig ab. Also habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn man sich einfach einen 5K-Bildschirm selber bauen und dabei an dem iMac-Design orientieren könnte. Die Idee vom DIY externen 5K-Monitor war also geboren und gleich bei der ersten Recherche fiel mir auf, wie einfach sowas eigentlich umzusetzen ist. Ich meine, man findet auf eBay eine riesige Menge an ausgeschlachteten iMac-Gehäusen, die neuen Original-Ersatzdisplays für die iMacs und passende Steuerungsplatinen. Ich frage mich wirklich, warum das noch kein anderer gemacht hat. Das dann alles zusammensetzen, ein paar Kabel anschließen und voilà, ihr habt einen 5K-Monitor, der exakt wie ein zweiter iMac aussieht, also perfekt als Zweitmonitor neben ein Original passt und dabei farblich wie auch qualitätstechnisch keine Unterschiede aufweist. Preislich liegt dieser dazu auch noch weit unter der kommerziellen Variante, also das Schlauste, was man eigentlich machen kann. Das war jetzt vielleicht alles ein wenig schnell, also wie baut ihr euch sowas selber? Als erstes sucht ihr auf eBay nach einem ausgeschlachteten iMac-Gehäuse. Dabei ist es wichtig, dass dieses der Modelltype A1419 entspricht. Achtet auch darauf, dass es entweder wie in meinem Fall ein VESA-Mount oder halt einen ganz normalen Standfuß hat. Mein Gehäuse kam unversehrt und top verpackt ganz aus den USA für einen Spottpreis von 50 €. Neben dem Gehäuse benötigt ihr natürlich auch noch ein passendes Panel. Dort gibt es mehrere Displaytypen, die in den iMacs von Apple verbaut werden. Ich habe euch einfach mal mein Panel sowie auch die ganzen anderen Artikel, die ich in diesem Video benutzt habe, in der Beschreibung verlinkt. Wichtig bei dem Panel, es muss auch für die A1419 iMacs ausgelegt sein und ihr solltet es aus eurem eigenen Land bestellen. Ich hatte mein Panel erst in China bestellt und dann zweimal hintereinander Defekte erhalten. Je nach Land wird euch das Panel dann vielleicht doppelt so viel kosten, aber es funktioniert dann halt auch. Ich habe mein Panel für ca. 420 € in Deutschland gekauft. Jeder Hersteller liefert euch eigentlich auch kostenlos den passenden Kleber zum Einkleben des Panels mit. Dann benötigt ihr natürlich noch ein Driverboard bzw. eine Steuerungsplatine. Ich habe dort nach langer Recherche nur einen chinesischen Hersteller gefunden, der uns genau das verkauft, was wir wollen. Dort bekommen wir das ganze Paket mit Backlight-Modulen, Netzteil und Hauptplatine für einen Preis von 150 €. Für 5K-Kompatibilität und auch eine auf den zweiten Blick makellosen Verarbeitung ein echter Spottpreis. Zur Zeit meiner Bestellung gab es nur eine Platinenversion, bei welcher man, um 5K zu erzielen, noch 2 DisplayPort-Kabel an den iMac anschließen musste. Dazu musste ich mir noch einen passenden Thunderbolt-Adapter besorgen. Glücklicherweise teilte mir der Hersteller mit, dass es in sehr naher Zukunft eine zweite Platinenversion mit Thunderbolt-Integration geben wird. Ihr habt dann also nur ein Kabel, was ganz bequem in euren iMac gesteckt wird. Habt ihr alle diese Sachen zu Hause, kann der Zusammenbau auch schon losgehen. Wir beginnen mit dem Verkleben der einzelnen Bauteile. Legt diese einfach sinnvoll in dem Gehäuse aus und verklebt sie dann mit zum Beispiel Heißkleber. Achtet darauf, dass keine Platine direkt auf dem Alu aufliegt, da so Kurzschlüsse entstehen könnten. Auch sollte später ein Mindestabstand von einem halben Zentimeter zwischen Display-Rückseite und den inneren Bauteilen bestehen. Es macht außerdem Sinn, auch schon die beiden DisplayPort-Kabel bzw. das eine Thunderbolt-Kabel in die Platine einzustecken und die kleine Fernbedienung so zu verlegen, dass man diese später durch die RAM-Klappe auf der Rückseite des Macs erreichen kann. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum ich auch das Netzteil mit in das Gehäuse geklebt habe. Das Ganze hat einfach den Grund, da ich den originalen 230 Volt Netzsteckeranschluss des iMacs nutzen wollte. Das hieß, ich steckte kurz die Polung dieser Buchse und konnte das Platinennetzteil daran festlöten. Achtung an alle, die dieses auch umsetzen wollen. Es handelt sich immer noch um 230 Volt, welche bei falscher Handhabung tödlich sein können. Mein Gehäuse hatte neben dem Netzsteckeranschluss auch noch den originalen Einschalter des iMacs verbaut. Keine Frage, dieser sollte natürlich auch genutzt werden und zwar zum Einschalten der Steuerungsplatine. Dieses war auch super einfach zu lösen. Ich lötete einfach 2 Kabel an die Pole des Einschalters auf der kleinen Fernbedienung und diese dann an den originalen Schalter. Jetzt war es nur noch daran, das Panel einzukleben. Sucht euch dazu einen sauberen Platz und entfernt als allererstes mögliche Klebereste auf eurem Gehäuse.
Ist das geschehen, könnt ihr damit beginnen, die neuen Klebestreifen einmal rundherum sauber aufzukleben. Drückt diese schön fest, sodass das Panel später perfekt hält. Überprüft dann nochmal, ob alle Platinen so miteinander verbunden sind, wie ihr sie vom Hersteller ursprünglich erhalten habt, und nehmt dann euer Display zur Hand. Dieses hat auf der Rückseite eine Art Flachkabelanschluss für die Bildübertragung und ein Steckerkabel für das Backlight. Verbindet zuerst vorsichtig das Flachbandkabel der Platine. Wie herum und in welcher Orientierung dieses eingesteckt wird, erklärt sich hierbei von selbst. Bei dem Backlight-Kabel ist das Ganze nicht so selbsterklärend. Der Hersteller der Platine markiert das bunte Platinkabel auf einer Seite mit einem schwarzen Balken. Das Kabel des Displays hat auf einer Seite kurze, hier zu sehende chromfarbene Pins. Die Kabel müssen nun so zusammengesteckt werden, dass der schwarze Balken nicht auf der gleichen Seite der kleinen chromfarbenen Pins ist. Sind alle Verbindungen sichergestellt, könnt ihr den Schutzfilm des Displayklebers abziehen und vorsichtig das Panel aufsetzen. Führt diesen Schritt lieber zu zweit durch, da es alleine doch recht schwer ist, das Panel 100% gerade aufzusetzen. Der Kleber ist wirklich sehr stark und lässt euch das Panel nicht so einfach wieder abnehmen bzw. deren Position korrigieren. Jetzt den Bildschirm aufstellen oder anschrauben, dann anschließen und voila, ihr habt es geschafft, euch einen eigenen 5K-Monitor im iMac-Look zu bauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Ergebnis überragend ist. Wenn man die beiden nebeneinander sieht, ist absolut kein Unterschied zu erkennen, was einfach nur beeindruckend ist. Ich meine, wir haben uns das Ding selber gebaut. Wem die Farben anfangs noch nicht so zusagen, der kann mit der kleinen Fernbedienung jedes Farbdetail auf den originalen iMac-Look anpassen. Das habe ich auch getan und nach nur wenigen Minuten keine farblichen Unterschiede mehr feststellen können. Wenn sich vielleicht jemand von euch gefragt hat, was das für ein cooler Schreibtisch ist, sag ich nur: Aber das gehört in ein weiteres Video. Ein Abo und eine Bewertung würden mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!